Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und auf meinem Kanal findest du Tipps und Tricks, damit das schönste Hobby der Welt noch ein kleines bisschen einfacher wird. Und in diesem Video kümmere ich mich mal um die Reinigung der Overlock. Viel Spaß! Vor einiger Zeit habe ich dir in einem Video schon einmal gezeigt, wie man die Nähmaschine reinigen und ölen kann. Und das sollte man auch regelmäßig mit der Overlock-Maschine tun. In der letzten Zeit habe ich sehr viel mit meiner Overlock genäht und da ist so einiges an Schmutz zusammengekommen. Wie man das wieder schön rausbekommt und wo man die Overlock-Maschine ölen kann, das zeige ich dir jetzt. Als erstes entferne ich einmal die Auffangschale, denn dann kann ich hier die Overlock einmal öffnen, indem ich hier die Klappe zur Seite und nach vorne ziehe und hier einmal die Tür zur Seite öffne. Ja, und hier zeigt sich schon ein Bild des Grauens. Ich habe die Overlock-Maschine tatsächlich noch nicht so lange und da sieht man mal, wie viel Schmutz sich innerhalb von ein paar Wochen in der Overlock-Maschine ansammelt. Kleine Fussel oder auch so grobere Stückchen, die hier einfach runtergefallen sind und sich jetzt unten in der Overlock-Maschine sammeln. Und das hier sind die Hauptwerkzeuge, mit denen ich jetzt an meine Overlock-Maschine gehe. Zum einen einmal das Öl, dann ein feiner Pinsel, dann ein Aufsatz für den Staubsauger und auch ein Schraubendreher, mit dem ich die Stichplatte entfernen kann. Als erstes entferne ich mal alle Reste, die noch in der Auffangschale sind und gehe da auch mal mit einem feuchten Lappen durch. Dann nehme ich mir einmal den Staubsauger und sauge alles weg, was sich ganz lose in der Overlock-Maschine befindet. Hier auch noch ohne Aufsatz, denn es geht tatsächlich darum, erstmal die groben Dinge hier zu entfernen. Und das ist, finde ich, immer die schönste Sache, weil man hier wirklich den größten Erfolg direkt sehen kann. Einmal auf der einen Seite und dann gehe ich auch noch einmal mit dem Staubsaugerrohr auf die andere Seite. Danach schneide ich die Fädchen ab und ziehe sie einmal aus der Maschine. Das mache ich bei dieser Maschine immer erst nach dem Aussaugen, weil ich nämlich hier eine Lufteinfädelung habe und mir jetzt nicht durch irgendwelche Verwirbelungen den ganzen Staub in diese Rohre reinpusten möchte. Jetzt gehe ich mit dem Staubsaugeraufsatz einmal nochmal in die Maschine. Das ist hier so ein Trinkhalmaufsatz für Kinder aus dem Drogeriemarkt mit den 2 Buchstaben. Der lässt sich hier hervorragend auf das Ende des Staubsaugerrohres aufstülpen. Dabei darauf achten, unbedingt vorher noch das Ventil zu entfernen, damit auch hier die Luft durchgesaugt werden kann. Und mit diesem Aufsatz komme ich jetzt wirklich sehr tief in die Maschine rein und kann dort auch noch einiges an Staub und Stoffresten wegsaugen. Jetzt nehme ich mir meinen kleinen Pinsel und gehe nochmal über alle Stellen drüber, wo noch Staubreste zu sehen sind. Was man ganz gerne mal vergisst, ist, auch mal die Stichplatte abzuschrauben und auch darunter alles zu reinigen. Und wie man hier schön sehen kann, hängt da tatsächlich noch einiges an Schmutz dazwischen, was ich hier ebenfalls mit meinem Pinsel entfernen kann. Alles, was ich jetzt mit dem Pinsel entfernt habe, kann ich jetzt noch einmal mit dem Staubsaugeraufsatz wegsaugen. Hier kann ruhig auch mal der Nähfuß entfernt werden, damit man da besser drankommt. Das Ganze hat mich jetzt vielleicht maximal 10 Minuten gekostet und jetzt ist meine Overlock-Maschine von innen wieder blitzeblank und glänzt. Und jetzt noch ein bisschen Wellness für die Maschine. Dafür habe ich hier spezielles Overlocköl. Das ist harz- und säurefrei, damit das Gestänge nämlich nicht hier verklebt, sondern weiterhin schön geschmeidig bleibt. Wenn man den Deckel abnimmt, hat man hier diese lange Spitze, mit der ich wirklich überall dran komme. Und als erstes öle ich jetzt hier einmal das Teil für den Untergreifer. Dafür gebe ich dann nur ein Kleckschen Öl drauf, drehe dann am Handrad, damit sich das Öl gut verteilt. Danach ist der Obergreifer dran. Auch da gebe ich wirklich nur 1-2 Tröpfchen Öl hier einmal rundherum um das Gestänge, drehe dann am Handrad, damit sich das Öl richtig schön gut und sauber verteilen kann. Und wenn ich das Gefühl habe, es war noch nicht ganz genug, gebe ich nochmal ein Tröpfchen oben drauf, drehe wie gesagt am Handrad und so kann sich das Gestänge hier in der Halterung wieder frei bewegen. Und zum Schluss kommt noch ein Tröpfchen auf die Nadelstange. Das kann ich hier wieder wunderbar mit diesem Ölgeber einmal schön verteilen. Alternativ kann man das auch sehr gut mit einem Q-Tip machen. Auch hier wieder das gleiche Prinzip. Ein paar Tröpfchen Öl drauf, das Ganze dann schön mit dem Handrad verteilen. Und dann hat auch hier das Gestänge wieder ausreichend Öl, um geschmeidig zu laufen. Außerdem solltest du regelmäßig auch den Schmutz zwischen den Spannungsscheiben entfernen, indem du hier mit etwas Zahnseide entlang gehst. Jetzt die Maschine wieder schließen und zum Schluss noch den Auffangbehälter wieder davor klappen und schon kannst du dein nächstes Nähprojekt mit deiner Overlock starten. Viel Spaß beim Nachmachen. Ciao!